Hallo, heute möchten wir euch gerne mitnehmen auf unsere Fahrt im Unimog über die Golden Gate Bridge von San Francisco und in den Kings Canyon und Sequoia National Park, wo wir mit dem fast 84 Meter hohen General Sherman Tree das älteste Lebewesen der Welt sehen dürfen. Sein Alter wird auf 2300 bis 2700 Jahre geschätzt. Schön, dass ihr dabei seid und alles Gute! Wir nehmen euch mit auf die Überfahrt der Golden Gate Bridge in Richtung Norden. Der Vista Point, den wir eigentlich ansteuern wollten, war vom 13. bis 18. November 2023 gesperrt. Das Polizeiaufgebot war angesichts des Treffens von US-Präsident Joe Biden mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in San Francisco beim Asia-Pacific Economic Cooperation Event enorm. Wir sahen uns die Golden Gate Bridge zunächst vom Fort Baker Fishing Pier aus an. Ganz im Hintergrund liegt die ehemalige Gefängnisinsel Alcatraz. Hier im wahrsten Sinne des Wortes vogelfrei. Der Ort Sausalito folgt nach der Golden Gate Bridge auf der anderen Seite von San Francisco. Hier die Aussicht von unserem Stellplatz bei Stinson Beach. Der Präriehund arbeitete fleißig am Strandparkplatz. Auf dem Schild wurde darauf hingewiesen, dass ab einer Wassertiefe von 1,83 Meter Angriffe des weißen Hais vorkommen.
Braunpelikane, Vor der Abfahrt füllten wir an Red Rock Cold Spring unsere Wasserkanister auf. Die Wasserstelle war von einem wunderbaren Garten umgeben, den diese Dame pflegt. Sie berichtet von einem Tomatenbaum, von dem niemand weiß, wie er hier hingekommen ist, da er in den Anden beheimatet ist. But it's from the Andes, like for Peru or somewhere, is where it grows. So hopefully it'll do well. This is a banana tree, of course. And there's squash, and there's fava beans, and there's lots of cactus, and a lot to know every day, and people come and help water. Thank you. It's a good place. Die Dame und ihr Mann zeigten uns diese Karte und den besten Weg nach Sonoma, zunächst den Highway 1 nach Norden bis Point Reyes, dann Richtung Petaluma und weiter bis Sonoma.
Hier waren Olivenbäume angebaut. Von Sonoma fahren wir weiter nach Napa und am nächsten Tag zum Sequoia National Park. Im Winter geöffnet war die Anfahrt über den Highway 180. Viel sahen wir bei unserer Anfahrt nicht. Zum General Sherman Tree hätten wir nur mit Schneeketten fahren dürfen. Wir schauten uns vor dem Dunkelwerden gegen 16 Uhr noch einen Sequoia-Baum kurz an und stellten unser Knusperhäuschen dann auf den benachbarten Campingplatz zum General Grant Tree. Am nächsten Tag war der General Highway vom General Grant Tree zum General Sherman Tree freigegeben und wir nutzten unsere Chance. Der General Grant Tree ist mit 81,70 Metern nach dem 83,80 Meter hohen General Sherman Tree der zweithöchste Sequoia-Baum der Welt. Sein Alter wird auf 1650 Jahre geschätzt, das des General Sherman Trees auf 2300 bis 2700 Jahre. Die Sequoias sind die ältesten Lebewesen der Welt. Hier stehen wir nun vor dem General Sherman Tree. Wir wanderten herunter zum General Sherman Tree entlang weiterer erhabener Sequoia-Bäume.
fahren wir 44 Kilometer zurück zu unserem Campingplatz am General Grant Tree. Am nächsten Morgen früh machten wir unsere Wanderung zum General Grant Tree. Dieser Baum war 1931 umgefallen, nachdem er von einer Quelle unterhöhlt worden war. Und jetzt gehe ich ins Innere des noch lebenden Baumes, der verschiedene Öffnungen nach außen und oben hat. Neben dem General Grant Tree liegt ein umgefallener Sequoia-Baum, von dem ein im Jahr 1900 aufgenommenes Foto des bereits damals umgefallenen Baumes zeigt, dass dieser heute noch wie damals aussieht und nach dem Absterben Jahrhunderte bis Jahrtausende überdauert.
Wir fuhren zurück zum Pazifik über Fresno und den Highway 41 bis Paso Robles. Der Weg war von Vieh- und Landwirtschaft mit bewässertem Wein- und Obstanbau geprägt. So, das war's für diesmal. Und wenn euch der Film gefallen hat, abonniert gerne unseren Kanal. Beim nächsten Mal möchten wir euch gerne mitnehmen in den Oceano Dunes California State Park, wo wir mit Rumpel nicht nur am Sandstrand fahren, sondern auch zwischen Meer und Dünen campen dürfen. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute!